Vergessenes Korall. Also ich finde, so wie sie es bei Ratesia gemacht haben, habe ich persönlich eigentlich kein so großes Problem damit. Ratesia und Dark Ratesia. Also ich finde, das ist Recycling, das absolut in Ordnung ist. Es sieht anders aus, es gibt andere Monster, es heißt anders, die Monster heißen anders. Also es ist nicht einfach 1:1 kopiert, sondern es ist genug abgeändert, dass ich persönlich damit leben kann. Level Cap noch bis 200 machen und dann Anti-Madrigal einführen, wo man in eine Spiegelwelt geht, sein Gear behält, aber nochmal bis 200 leveln muss mit komplett anderen Mobs auf jedem Kontinent. Actually gar keine so schlechte Idee, aber das werden sie halt nicht machen. Und das Problem wäre bei der Idee, warum? Und was ist eigentlich los? Was los? Nein, aber warum? Also was wäre der Sinn davon? Wofür würdest du das machen? Nochmal bis 200 zu leveln. Weil das wäre quasi wie Hero. Aber was wäre der Sinn dahinter? Was würdest du dafür bekommen? Es will ja keiner 200 zusätzliche Level machen, um dann nichts dafür zu bekommen. Außer so ein bescheuertes Abzeichen. Das würde sich ja kein Mensch reinziehen. Außer du vielleicht. Also ist das dann Content? Ist das dann Content, den man braucht? Oder ist das einfach nur for the lols? Was machen die PC-Fleifer all die Jahre? Naja, jeden Tag einmal die Stunde Tramnock. Hast du ein Problem damit, oder was? Seit 15 Jahren jeden Tag einmal Tramnock. Jede Stunde. Hast du ein Problem damit, oder was? Das ist Content, Lil Bro. Schlechter Vergleich, weil das Spiel ist uralt und hat schon seit Ewigkeiten keine wirklich komplett neuen Features mehr entwickelt. Sondern probiert nur aus dem Bestehenden das meiste Beste noch rauszuholen. Anders als Fly Universe, hier werden ja tatsächlich noch ganz neue Sachen entwickelt, die es bisher noch gar nicht gab. Und das wäre halt da die Frage, wofür würdest du das machen? Also du musst den Leuten ja was ganz schön Dickes anbieten, wenn du ihnen sagst, es gibt jetzt nicht ein Content-Update mit 10 oder 20 neuen Leveln oder 25, sondern gleich 200. Da musst du schon was springen lassen dafür. Das macht ja keiner einfach mal so zum Spaß. Außer ein paar Freaks vielleicht. Du siehst dein Problem progressmäßig bei 190 absolut free ist. Tja, aber das wollen die Leute ja. Das Problem ist, dass die Leute das ja auch wollen. Also ich weiß nicht den Prozentsatz der Leute, die das wollen, aber Serverstart, FEC. Wie oft kommt die Frage, ich mache so und so viel XP, ist das gut? Ich mache so und so viel XP, ist das gut? Ich habe Level XY, das Leveln dauert so lange, ich habe keinen Bock mehr. Und guck dir an, wie beliebt Level-Service ist. Also die Leute haben also ich würde behaupten, die Mehrheit der Leute, ich weiß nicht wie viele Leute, aber die Mehrheit der Leute will, dass es so schnell geht. Sonst wäre Level-Service nicht so beliebt und sonst würden sich nicht alle andauernd darüber aufregen, wie viel XP sie bekommen oder wie wenig XP sie bekommen. Oder würden nicht andauernd fragen, ob die XP gut sind, die sie bekommen. Also es ist offensichtlich ein ziemlich großer Faktor, dass die Leute wollen, dass das schnell geht. Oder dass es auf jeden Fall nicht zu lange dauert. Anders als im Fly PC, wo das Leveln eigentlich das einzige ist, was es gibt, weil es so ultra lange dauert. Ist jetzt halt hier nicht mehr so. Die sind einfach extrem faul und haben keine Geduld, Ausdauer mehr wegen ihren TikTok. Das mag schon sein, aber das Ding ist halt, dass halt viele Leute so denken. Also mindestens die Hälfte aller Spieler, wenn nicht mehr, denkt so. Also weiß ich jetzt nicht, wie beliebt so ein Update wäre, wo du den Leuten sagst, ja, und jetzt machst du alles nochmal. Bitte. Und dann sind die Monster auch noch viel stärker am Ende, sodass Casuals oder Leute mit schlechtem Equipment wieder darauf angewiesen sind, dass sie sich Level-Service von irgendjemandem kaufen, weil sie es alleine nicht schaffen. Oder so. Also, keine Ahnung. Also, die Idee an sich ist nicht schlecht, wenn du es... Also, es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, weil irgendwann wird es sein, dass Ratesia... Also, Ratesia und Dark Ratesia können sein, dass es in Fly Universe das gleiche sein wird.
persönlich. Könnte ich mir das vorstellen. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie wirklich Ratesia und Dark Ratesia als separate Updates machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, eins von beiden wird wahrscheinlich zu einem Dungeon umformatiert. Wie Wilds oder so. Und das andere wird wahrscheinlich das Open-World-Gebiet sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es beides gibt. Separat Open-World. Das glaube ich nicht. Aber dann hast du noch Bahara-Wüste, Caldera, Knochenpfad und Ratesia, beide. Und theoretisch noch den neuen Mars Dungeon und theoretisch noch das schwebende Schloss. Also das ist schon noch ein bisschen was. Aber wenn das alles aufgebraucht ist, dann müssten sie auf sowas wahrscheinlich zurückgreifen. Wenn sie nicht komplett was aus dem Nichts erschaffen wollen. Und da das ja viel länger dauert, etwas komplett aus dem Nichts zu erschaffen, als bestehende Sachen zu benutzen, die schon existieren und man Gala genau kennt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie das jetzt noch so lange machen, wie sie noch Content von FlivePC haben. Und erst dann würden sie auf sowas zurückgreifen, wie du gesagt hast. Oder das, was FlivePC auch schon gemacht hat. Dark Flares. Einfach Flares nochmal für High-Level-Leute. Sowas wird dann wahrscheinlich kommen, ja. Aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern, so. Also ich sag, das dauert Minimum noch 5 Jahre. Und selbst dann, wenn Ratesia und Dark Ratesia als ein Update released werden, dauert es mindestens noch 5 Jahre. Mit Demon Ibarts als Endgegner. Also Ibarts gibt es tatsächlich auch und die heißen Contaminated Ibarts. Also es gibt Ibarts in FlivePC auf Level 150 plus. Und die heißen Contaminated Ibart und die haben Hörner, ja. Die gibt's schon. Existieren bereits in FlivePC. Contaminated Ibart.